Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe es ja versprochen in meinem letzten Ozzy-Video, wo ich die Black Sabbath-Platten gezeigt habe und auch in dem Haul. Hier ist sie, die Ozzy Osbourne Box See You on the Other Side. Das Teil gucken wir uns heute an, um nochmal leider ja im Prinzip auch an den Tag zu erinnern, an dem jetzt ja Ozzy Osbourne verstorben ist vor kurzem, und das Teil habe ich kurz davor zugeschickt bekommen. Danach kam die traurige Nachricht und ich möchte mit euch das Teil einmal angucken, weil ja, es ist im Prinzip hier sein Vinylvermächtnis, alle Vinylscheiben von Ozzy Osbourne hier drin, und das Ding ist ein absoluter Brecher und wir müssen uns das Teil natürlich angucken. Das ist ein super geniales Boxset und nach dem Intro geht's los. So, das Ding ist super schwer. Wir gucken uns einmal an, wie es aussieht. An der Seite steht Ozzy Osbourne drauf. Hier ist dann so ein komisches Muster. Auf der Rückseite ist nichts, weil da ist eigentlich so ein Einleger dran gelegt. Den seht ihr gleich in der Box, den habe ich da schon reingepackt. Ich werde das Teil jetzt mal aus der Folie holen, weil es ist super schwer, und danach gucken wir uns den Inhalt an. Gucken wir uns erstmal dieses wunderschöne Design von der Box an. Hier haben wir so ein silbernes Ozzy-Logo. Dann haben wir hier diese leicht rauen Knochenteile, dieser Fledermauskopf, hier dieser Tonarm. Das Ganze zeigt ja hier einen Plattenspieler mit dieser Geschwindigkeitseinstellung hier, und alles ist so aus Knochen gemacht, und der Knochen ist halt einfach rau im Gegensatz zu dem Rest, der ja matt ist oder auch ja matt, aber glatt. Das ist schon sehr cool. Auch hier, das ist so silber. Man kann das halt alles erfüllen. Super toll gemacht. Auch die Knöpfe hier sind rau mit dem Kreuz hier drauf. Es ist schon super schön gestaltet, das Boxset. Man kann das Ganze aufmachen. Das ist ein Magnetverschluss. Hier seht ihr nochmal das Ozzy-Logo auf dem Deckel. Und wenn man das dann aufmacht, ist da so ein kleines Band. Ich muss das jetzt mal alles ein bisschen hier bewegen. Und dann seht ihr hier halt, das hält den ganzen Deckel. Und dann kommt hier das Zertifikat zum Vorschein. Und ja, das Bild sagt schon irgendwie alles. Es ist super traurig eigentlich. So wie Ozzy gerade guckt, so fühlen sich wohl die meisten. Da steht auch: We all must stand together now, or one by one we fall. For all these years you stood by me. God bless, I love you all. Das ist hier ja, in dem Text drin. Es ist die zweite Variante. Die erste Variante hatte ein anderes Zertifikat und war auch original unterschrieben von Ozzy. Leider besitze ich diese Box nicht. Ich denke mal, die wird auch jetzt unbezahlbar werden. Ich habe schon gesehen, manche gehen schon für 1800 in Amerika über den Tisch. Ich befürchte, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, dass die noch weiter im Preis steigen wird und wir wahrscheinlich irgendwann da locker 3, 5 oder so hinlegen können für so ein Teil. Und das wird, denke ich mal, eine der teuersten Boxsets, was so auf dem Markt ist momentan. Ja, cooles Zertifikat, sehr schön gemacht. Auch hier seht ihr so einen Knochenrahmen. Das Ganze ja, sieht aus wie so ein Ständer, wo auch so eine Füße drunter sind, als wenn der Plattenspieler da drauf stehen könnte. Wirklich nett gemacht. Hier drin kommt alles mit Schaumstoff ausgekleidet. Ich stelle jetzt mal das Ganze hier wieder ab, damit man das wieder etwas weniger wackelt. Und dann ist hier dieses Textblatt, das habe ich hier schon mal so mit reingelegt. Das passt ganz gut. Da sieht man dann im Prinzip alle Alben, die hier drin sind. Das Teil ist, wenn es eingeschweißt ist, hinten halt dran. Und ja, habe ich halt abgemacht. Hier einfach nur weiße Pappe. Ist halt bei diesen Boxen immer so Standard, dass da so ein Teil mit dran gemacht wird. Starten wir mit dem Inhalt der Box, und da haben wir hier einmal eine richtig coole Slipmat mit, ja, wie soll es anders sein, Fledermäusen, aber mit Kopf, und das Ganze schön weich, hier bedruckt oder halt so richtig reingearbeitet. Es ist gar nicht bedruckt, das ist wie ja, komplett ein Druck auf dieser Matte. Sehr schöne Slipmat, sieht richtig gut aus, werde ich nie benutzen, wird in diesem Boxset bleiben. Ich denke mal, ich werde die Box jetzt zur Seite schieben, weil jetzt kommen immer nach und nach die Platten. Manchmal sind sie auch umgedreht drin, wegen der Dicke von der Platte. Vorne meistens ja dünner, hinten dann dicker, wenn es ein Doppelalbum ist. Deswegen stelle ich die Box jetzt zur Seite und hole dann Stück für Stück die Alben ins Bild.
Kurz darauf eingegangen, was ist der Unterschied zum ersten Boxset? Das erste Boxset war limitiert mit Autogramm auf dem Zertifikat. Zertifikat sah anders aus und die Platten, die drin waren, waren stellenweise farbig oder im Splatter-Vinyl, was natürlich ganz cool war. Hier sind alle Platten jetzt im schwarzen Vinyl drin. Also ich brauche euch letztendlich nicht jede Platte zeigen, weil es ist tatsächlich schwarzes Vinyl. Wir gucken aber einmal rein. Wir gucken natürlich auch die Innenhüllen an. Da haben wir ja, eine Lyric Innenhülle, Blizzard of Oz. Und dann seht ihr hier die Scheibe, schwarzes Vinyl. So sieht sie aus. Kommen in einem matten Cover daher. Da seht ihr die Rückseite. Sehr, sehr schön. Ich persönlich bin ja mehr ein Ozzy-Fan als ein Black Sabbath-Fan. Habe ich im letzten Video schon gesagt. Ich finde seine Songs einfach, ja, von den Solo-Sachen wesentlich cooler. Hier mit zum Beispiel natürlich ein Kult-Hit von ihm drauf, Crazy Train. Ja, ich mag nicht alles, aber ich mag eine Menge. Mr. Crowley ist so ein bisschen in letzter Zeit erst bei mir aktiv geworden, seit ich das Abschiedskonzert gesehen habe. Ist ein Song, den ich kannte, aber gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Und durch dieses Abschiedskonzert jetzt irgendwie, ja, mehr geil finde und gerade irgendwie ziemlich hype, muss ich sagen. Cooles Lied ist halt hier auf diesem Blizzard of Oz Album drauf. Dazu kommt dann immer so ein Poster. Auch in Vinylgröße kann man auseinanderfalten. Ich werde nicht jedes Poster auseinanderfalten, weil es ist immer das Motiv auf, ja, was im Prinzip hier drauf ist. Der Rest ist immer schwarz. Also da ist nichts weiter auf diesen Hüllen drauf. Man klappt es aus. Ich zeige euch mal die Rückseite. Es ist schwarz. Es ist ein riesiges Poster. Halt 6 Vinyl große Covergrößen aneinander. Halt 60 x 90 nehme ich mal an, wird das sein. So in dem Dreh. Standard Postergröße. Sehr, sehr cool. Zu jeder Platte immer mit dabei. Ja, dann kommen wir zu einem sehr coolen Teil. Das ist hier nämlich Mr. Crowley als Live-Version. Recorded live on stage ist so eine Art Maxi. Da ist Mr. Crowley drauf und You Said It All, Suicide Solution, previously unreleased. Auch sehr, sehr nett. Wir gucken einmal rein. Kommt einfach nur in einer schwarzen Innenhülle. Nichts Besonderes, ja, aber cool, dass die Maxi mit dabei ist. Oder halt diese Live-Platte. Das ist schon wirklich nett. Das nächste Album mit dem merkwürdigsten Cover, irgendwie mag ich das Cover nicht so gerne. Diary of a Madman. Ja, sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein schlechtes Halloween-Foto. Schauen wir mal, ich muss gucken, was haben wir hier an Songs drauf. Believer, ja, das ist jetzt irgendwie keines der Lieder, wo ich wirklich richtig, ich sag mal, abgehe, ist okay. Hier die Hülle, da seht ihr es, Ozzy Osbourne Vocals, Randy Rhoads Gitarre, Rudy Sarzo soll das, glaube ich, heißen, Bass und Tommy Aldridge Drums. Das ist halt Diary of a Madman, auch in einem schön dicken Pappcover. Cooles Ding. Und dazu kommt das Poster. Da seht ihr es wieder, wenn man es jetzt aufklappt, habt ihr wieder das Motiv drin, was hier ja, vorne drauf zu sehen ist. Ich hätte mir gewünscht, das wären eher die Albencover gewesen als Poster, aber es sind halt immer irgendwelche Motive von Ozzy. In diesem Fall halt dieses Motiv. So, jetzt kommen wir zu einem Album, was ich optisch sehr, sehr cool finde vom Cover her. Eins meiner Lieblingscover von Ozzy. Nachher kommt noch ein anderes. Bark at the Moon. Ich wollte gerade Bark of the Moon sagen. Bark at the Moon. Ich finde das cool, dass er da so als Werwolf drauf ist. Das sieht schon sehr nice aus. Cooles Cover. Auch hinten drauf Ozzy als Werwolf, erinnert mich irgendwie stark hier an American Werewolf, den Film. Sehr, sehr cool, das ist schon nett gemacht. Innen drin, die Innenhülle sieht so aus. Und da haben wir dann auch wieder schwarzes Vinyl, diesmal mit so einem Epic-Label. Cooles Cover. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Ozzy-Cover ist. Hier hätte ich mir jetzt umso mehr gewünscht, dass man so ein Werwolf-Motiv gehabt hätte. Ja, hier hat man so ein Live-Poster dann. Diesmal halt in dieser Form. Ja, da muss man schon Hardcore-Fan sein, so wie ich es bei KISS bin, um solche Poster zu feiern.
Ich hätte mir das Cover der Platte echt gewünscht. Das hätte richtig cool ausgesehen. Kommen wir zu einem weiteren coolen Cover. Ist so, finde ich, typisch, ja, so ein Metal-Cover wie von Manowar. Da haben wir The Ultimate Sin. Sieht auch richtig cool aus, so ein gezeichnetes Bild. Sehr, sehr schick. Hinten drauf nochmal der Kopf. Da ist Shot in the Dark, finde ich ein mega Lied von Ozzy. Das ist richtig gut. Ist auch, glaube ich, hier das Lied, was ich hervorheben würde. Mega, mega Titel. Und hier die Innenhülle sieht so aus. Wir gucken einmal kurz. Das Innenlabel ist ein weißes Epic-Label. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Wirklich nett. So, da haben wir das Poster passend zu The Ultimate Sin. Ja, Motiv auch wieder ist okay, ist jetzt nicht das Mega-Motiv. Naja, kommt ein Poster, das finde ich ganz cool. Das würde ich mir jetzt nicht unbedingt an die Wand hängen. Vielleicht, wenn man, ja, wie gesagt, ein Mega-Ozzy-Fan ist. Kommen wir zum ersten Doppelalbum. Und da haben wir Ozzy Osbourne, Randy Rhoads Tribute. Ich muss gestehen, ich kann mit der Platte so jetzt gar nichts anfangen. Hier Klappcover, Gatefold, sehr, sehr schön. Und hinten drauf haben wir ja, die Songs Iron Man, Paranoid, auch von halt Black Sabbath was dabei, Crazy Train. Wir gucken uns mal die Innenhüllen an. Da haben wir das Ganze hier. Ja, ich denke mal, es ist eine Tribute-Platte für Randy Rhoads, weil er verstorben ist. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, weil ich es halt einfach nicht genau weiß. Aber das wäre das Einzige, was für mich letztendlich Sinn macht. Schauen wir uns die andere nochmal an. Auch hier haben wir nochmal ein paar Fotos. Wirklich nett gemacht. Das sieht cool aus. Zu der Platte gibt es dann auch kein Poster, weil die Poster sind immer nur zu den offiziell erschienenen Alben von Ozzy. Wir haben hier No Rest for the Wicked. Ja, über das Cover kann man sich jetzt auch streiten, ist okay, wäre jetzt nicht mein Favorit gewesen. Was haben wir an Songs? Da muss ich gestehen, bin ich songtechnisch raus. Habe ich nicht so auf dem Schirm, das Album. Müsste ich jetzt auch mal ein bisschen genauer reinhören. Ich kenne nicht alle Alben in- und auswendig. Ich bin da eher so jemand, der ja die Hauptsongs von Ozzy so kennt. Aber ich habe vorher auch noch keine Alben groß besessen von Ozzy. Dann hier nochmal das passende Poster dazu. Auch das Motiv haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich finde es trotzdem cool, dass bei jeder Platte so ein Poster dabei ist. Das ist schon echt nice. Ich würde mir wünschen, von Kiss gäbe es so eine Box. Von Kiss würde sie wahrscheinlich aber 3.000 kosten, weil leider da ja völlig preislich übertrieben wird. Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Zakk Wylde, Randy Castillo. Auch hier kann ich jetzt nicht wirklich sagen, Just Say No steht hier drauf. Ist auch anscheinend kein offizielles Album. Warpix ist hier drauf, auch ein bisschen Richtung Black Sabbath. Scheint ein Live-Recording zu sein, denke ich, weiß ich nicht. Ja, muss ich auch mal reinhören. Ich muss mich in die Box da noch ein bisschen einarbeiten. So, ich habe es ja schon gesagt, es gibt ein Album, was ich optisch noch sehr cool finde. Und das ist hier Ozzy Osbournes No More Tears. Finde ich mega gut. Titeltrack auch absolut Hammer-Song von Ozzy. Das ist wirklich echt ein schöner Track. Hier hinten, so sieht die Platte aus. Wir haben drauf Mama I'm Coming Home, natürlich ja, legendärer Song von Ozzy. No More Tears, Hellraiser und ja, die anderen müsste ich auch ein bisschen mehr reinhören. So sieht das Ganze von innen aus. Ich finde, das ist auch jetzt so die Zeit, wo Ozzy optisch cooler wurde. Diese Kurzhaarzeit, die war ein bisschen schwierig bei ihm mit seinen komischen Locken auch. Als er nachher jetzt diese langen Haare hatte, sah er irgendwie cool aus. Ich finde, Ozzy ist irgendwie im Alter hübscher geworden, als er es in der Jugend war. Sieht einfach irgendwie cooler aus, passt mehr zu ihm. Coole Platte, cooles Cover, gefällt mir richtig gut. Dazu natürlich auch noch passend das Poster. Das sieht schon ein bisschen cooler aus. Da haben wir es, No More Tears mit dem Kreuz in der Hand und der Sonnenbrille auf. Das sieht nett aus. Weiter geht es mit einem richtig fetten Teil. Das ist kein Gatefold, das ist eine sehr, sehr dicke Hülle. Das ist nämlich Ozzy Osbourne Live and Loud. Das ist ein 3-Vinyl-Live-Album. Auch da wieder Tracks natürlich aus der Sabbath-Zeit. Alles querbeet. Mama I'm Coming Home, Crazy Train, Changes, all seine Hits.
in einer Live-Platte. Wir gucken einmal rein, weil da sind alle mit bedruckten Innenhüllen. Wunderschönes Foto hier von Ozzy seinem Hinterteil. Da freue ich mich sehr. Habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht cool aus. Ja, gut, sieht cool aus. Ansichtssache, ne? Der eine mag es, der andere nicht. Dann haben wir hier Ozzy mit der Taube. Hat er da nicht auch mal einer den Kopf abgebissen? Und dann haben wir das hier. Dann haben wir hier noch das Ganze, ja, mit ein bisschen Titeln und all sowas dazu, Texten. Sieht wirklich gut aus. Schönes Album. Live and Loud. Auch da finde ich das Cover wirklich ganz gut gelungen. Sieht cool aus. Zu Live and Loud gibt es ein Poster. Das sieht so aus. Da hält er eine riesige aufgeblasene Fledermaus in der Hand. Auch ganz nett. Und dann kommen wir zum ersten Cover, was finde ich so ein bisschen ausbricht aus dem Standard-Cover-Design von Ozzy. Hier haben wir Osmosis. Ich finde es aber ein cooles Cover. Sieht wirklich echt gut aus. Ist auch wieder ein Gatefold. Da sieht man irgendwie immer fast dasselbe Bild hier drin. Bisschen sich unterscheidend. Hier haben wir dann ein paar Bilder von Ozzy auf dem Innencover. Hier nochmal ein großes Bild. Also so vom Design her wirklich eine schöne Platte. Innen drin, na gut, das Epic Label ist jetzt nicht so berauschend. Dann schauen wir einmal in die Seite rein. Auch da haben wir von Ozzy ein Bild im Wald. Und hier nochmal Ozzy allein zu Hause in einem großen Saal. Aber wirklich schön designte Platte. Alles in schwarz-weiß gehalten. Schönes Teil. Wirklich nett gemacht. Und hier sticht auch das Poster mal ein bisschen raus. Das wäre jetzt so das erste Ozzy-Poster, wo ich sagen würde, hänge ich mir auf. Da seht ihr, es hat ein bisschen mehr Stil, finde ich, als die anderen, weil wir halt hier so einen richtigen Fotoshoot haben. Bisschen düster dargestellt, sieht schon echt nett aus, das Ding gefällt mir. Ja, weiter geht es mit Ozzy Down to Earth. Da muss ich sagen, bis ich das hier ausgepackt habe, kannte ich das gar nicht, auch vom Cover her. Ich finde das Cover ist mega geil. Das sieht richtig gut aus. Auch hinten Dreamer ist da drauf. Das Lied kennt man natürlich auch, wird hoch und runter gespielt, Radio Bob oder wo auch immer. Ansonsten die anderen Songs sind jetzt nicht so, dass man die ja ständig hört. Auch hier bedrucktes Innencover mit coolen Bildern. Das sieht auch cool aus hier. Ozzy wie so ein Geist. Sehr, sehr schön. Auch da, ich finde mal seine Bilder, er hat sich schon, glaube ich, sehr, sehr viel auch mit dem Tod beschäftigt, wenn man so manche Sachen sich anguckt. Macht so den Eindruck. Ja, cooles Ding. Hier jetzt irgendwie kein Poster dazu, obwohl es ja eigentlich ein offizielles Album ist. Es geht jetzt halt auch weiter, dass hier weniger Poster kommen. Hier haben wir nämlich Ozzy Flipping the B-Side. Ja, ne, da wollte er uns mal seinen Finger zeigen, den in der Mitte. Und dann haben wir hier, ich muss mal kurz die Songs lesen. Ist da irgendwas, was so richtig... Nee, also hier sind kaum Songs drauf, die man so ja, normal kennt. Schönes Label mit so einem goldenen Oder von Ozzy. Sieht gut aus. Ja, das Cover ist ganz geil. Hat irgendwie was. Auch hier gibt es kein Poster dazu. Dann haben wir jetzt hier Live at Budokan. Ein weiteres Doppelalbum, kommt auch wieder nur in einer dicken Hülle, kein Gatefold, mit vielen Bildern auf dem Innencover. Ozzy auf dem Panzer. Ja, ist schon nett. Halt ein weiteres Live-Album. Auch das Cover sieht ganz cool aus, nett gestaltet. Ja, und hinten drauf seht ihr auch seine Standard-Songs, Mr. Crowley, No More Tears, Mama I'm Coming Home, Crazy Train. Auch hier wieder die Standard-Songs drauf, die er immer spielt. Cooles Teil. Kommen wir zum nächsten Album, was irgendwie nur Ozzy Osbourne Black Rain heißt. Genau, vorne steht es gar nicht drauf, Black Rain. Einfach nur an der Seite. Hinten drauf steht es dann fett, Black Rain. Wir wollen kurz gucken. Silver, Civilized the Universe, Here for You, Countdowns begun. Nightmare Can Save, Love to Hate. Auch keines der Alben, wo jetzt irgendwie so richtig ein paar Auskopplungen, finde ich, stattgefunden haben.
Ja, das Bild innen drin richtig gut, finde ich. Das sieht cool aus. Gucken wir mal auf die Innenhüllen, die sind nicht bedruckt. Da haben wir hier so ein bedrucktes Label wieder. Das sieht ganz nett aus. Halt mit schwarzem Regen natürlich, passend zum Titel. Und auch hier das Ganze nochmal halt ein Doppelalbum auch mit demselben Label. Das ist die Scheibe. Auch da leider kein Poster zu. Dann kommen wir zu Ozzy Osbourne Scream. Das Ganze auch ein Gatefold Cover. Hier sieht man jetzt Ozzy langsam schon an, dass er nicht mehr der Fitteste ist. Gefühlt ist er ja auch schon irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr der Fitteste, das muss man ja auch sagen. Der ist ja schon in seiner Sendung ja echt wild unterwegs gewesen. Hier ein blaues Label auf dem Doppelalbum drauf. Sieht auch gut aus. Und dann haben wir hier, mal schauen, was so die Tracks sind, die man kennt. Auch da wirklich ein Album, wo, glaube ich, nicht so richtig was ausgekoppelt wurde. Berichtigt mich gerne, wenn ihr das anders seht. Aber ist jetzt auch kein Album, was wahrscheinlich so richtig für Furore gesorgt hat. Zu Scream bekommen wir hier wieder ein Poster. Das sieht auch richtig gut aus. Mit dieser schwarzen Fahne da in der Hand. Das ist wirklich nett. Das ist jetzt auch mal ein bisschen mehr ein Bild ans Plattencover angelehnt. So hätte ich es mir bei all den anderen Postern auch gewünscht. So, jetzt kommt der erste große Unterschied. Und zwar haben wir hier Ozzy Osbourne Ordinary Man. Ich finde, das Cover ist mega. Und die Platte kommt in einem matten Cover daher. Die anderen waren ja alle so ein bisschen glänzend. Das ist matt. Auch das Bild hier, wie er da in seinen Garten uriniert, ist auch total witzig. Under the Graveyard ist hier der Song, den ich wirklich feiere. Das ist auch wieder irgendwie ein bezeichneter Song, oder? Also ja, sehr cooles Lied. Finde ich richtig gut. Und hier haben wir auch eine bedruckte Innenhülle mit einer Fledermaus. Und hier Ozzy, der gerade eine Schlange vernascht. Irgendwie hat er ein Faible für irgendwelche Tiere essen, die noch leben. Und dann haben wir ein schwarzes Label auf dieser Platte. Ich finde es sehr, sehr genial. Das ist wirklich ein cooles Cover und Under the Graveyard ist wirklich ein richtig guter Song. Ja, kommen wir zum Finale. Das ist nämlich Patient Number 9. Auch ein nettes Cover, wie ich finde. Sieht richtig gut aus. Auch hier Ozzy natürlich schon in den fortgeschrittenen Jahren. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir da noch für Tracks. Auch da habe ich jetzt keinen Track, den ich nennen kann. Wahrscheinlich Patient Number 9. Das ist so der einzige, den ich so ein bisschen geläufig kenne. Und dann seht ihr hier, das Label kommt mit dem Titel daher und dem Ozzy Osbourne Logo in so einem wunderschönen Gold. Das Album kommt nochmal mit einem Poster. Und auch das Poster, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gelungen. Das sieht cool aus, auch wieder so ein Fotoshoot, nicht irgendwie so ein Live-Bild oder so. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ja, was kann ich sagen zu diesem Boxset? Es ist, glaube ich, das ultimative Ozzy Osbourne Boxset. Ihr bekommt hier alle Alben auf Vinyl in einer coolen Box. Das Tragische ist, kurz nach seinem Tod war diese Box ausverkauft. Überall. Es war wirklich, es hat, glaube ich, keinen Tag gedauert und keiner hatte mehr eine Box. Ich denke, der Preis wird sehr, sehr hoch gehen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie für einen Schnapperpreis, ich habe es ja schon gesagt, ergattern konnte. Ich habe sie erst gekauft, um eigentlich so sie wegzulegen, vielleicht sie irgendwann zu verkaufen, um mir was von KISS zu kaufen dann. Aber in dem Falle muss ich jetzt wirklich sagen, ich finde die Box grandios und ich werde sie in meiner Sammlung behalten. Gerade weil ich auch jetzt so in der späteren Zeit erst angefangen habe, bei Ozzy mehr reinzuhören und seine späteren Sachen auch ziemlich gut fand, im Gegensatz zu vielen anfänglichen Sachen. Deswegen, die Box wird natürlich in meiner Sammlung bleiben und ich bin mega glücklich, dass ich sie habe. Und es ist mega traurig, dass Ozzy nicht mehr da ist, weil unverkennbare Stimme, unverkennbarer Typ. Ich finde, man hört die Stimme im Radio, man weiß sofort, wer singt. Ich finde, das ist so ähnlich wie bei
Udo Lindenberg, auch wenn es das genaue Gegenteil ist, weil ich mag Udo Lindenberg überhaupt nicht. Aber ich finde, man hört Ozzy und man weiß sofort, bam, das ist Ozzy. Also es ist wirklich ein unverkennlicher Typ von uns gegangen, der nicht nur eine Legende ist, sondern auch halt diese Musik, die ich liebe, die viele von uns lieben wahrscheinlich, ja, er den Grundstein dafür gelegt hat. Ich weiß nicht, wenn es Black Sabbath nicht gegeben hätte, würde es heute Heavy Metal geben? Wahrscheinlich ja, auf dieselbe Art. Wir wissen es nicht. Aber deswegen danke Ozzy, danke an Black Sabbath, dass ja, wir das jetzt haben, so wie es ist. Und ich bin jetzt raus, ich kann nämlich nicht mehr viel sagen. Tolle Box, wer noch die Chance hat, an ranzukommen, holt sie euch, wenn ihr Interesse daran habt. Ist ein super Teil. Und lasst einen Daumen da, Kommentar, ein Abo. Keep on rockin'. Tschüss.